So Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Verrückt, dass ich die neue Folge am Ende der Woche aufnehme. Wir haben heute Samstag, den 23. Oktober. Ich häcksle jetzt hier 6 Tage Mais beim Kunden. Werd jetzt gleich fertig. Wir haben hier den letzten Hektar. Hinter euch ist der. Ja, und was gibt zu erzählen? Ich hab mir anfangs der Woche gedacht, Mensch, eigentlich hast du genug im Mais gevloggt. Ich glaube, das reicht so. War vom Feeling her, habe ich mir das gedacht. Ja. Und Dienstag hatte ich ja den Geburtstag. Ne? Und wie es zu jedem Jahr zum Geburtstag ist, es geht irgendwas kaputt. Was war diesmal? Ich habe mir einen Stein gefressen mit dem Jaguar. Und das ist der erste Stein, den ich mir bei der Maisernte überhaupt mit dem Jaguar gefangen habe. Also hat einmal kurz geknallt und dann hat er Unwucht gehabt. Und Häckslerfahrer wissen sofort, Unwucht ist entweder Beschleuniger oder Kasslos oder Häckseltrommel. Und mir war eigentlich klar, dass die Häckseltrommel war. Ja, dann bin ich untergekrochen, wenn man den Häcksler ausmacht, komplett ausmacht. Nach 10, 20 Sekunden öffnet sich unterm Häcksler die Häckseltrommel. Also Häcksler ausmachen heißt in dem Falle komplett, auch Motor aus. Wenn der Motor aus ist, geht unterm Häcksler die Häckseltrommel auf, ist total nices Tool. Also das ist so genial, dass das so gemacht wurde. Ja, und dann konnte ich halt untergucken, dann kannst du mit der Hand die Trommel durchdrehen, so ein bisschen untergucken und konnte halt sehen, dass 2, 3 Messer an der Ecke rausgebrochen waren. Ne? Also da fehlt halt wirklich Klinge. So dieser Streifen mit Beschichtung. Blendet euch mal ein Foto ein, da könnt ihr das mal sehen. Und da war es so, okay, ja, erstmal direkt telefoniert, sind Messer irgendwo hier in der Nähe? Ja, Messer waren hier in der Nähe. Dann waren wir hier angekommen, Maisgebiss ab, aufgeklappt, durchgeguckt. Ja, und dann war klar, wir müssen eine Seite komplett alle Messer tauschen. Es ist ja so, man tauscht Messer immer paarweise. Einmal die eine Seite von der Trommel und einmal die andere Seite, damit die Auswuchtung immer perfekt ist. Und wenn man Messer kauft, dann sind auch immer 2 Messer in einem Set. Einmal für die eine Seite, einmal für die andere Seite als, in der Trommel, damit die halt perfekt ausgewuchtet ist, die Trommel. Ja. Das Ganze dann gewechselt, bis das alles hier war und. Das hat natürlich gedauert und am Ende müssen wir das Ganze auch runterschleifen. Das heißt, die rechte Seite von der Häckseltrommel, die war ja dann größer, weil linke Seite hatte ja schon Abnutzung auf den Messern, die rechte ja noch nicht. Was macht man denn? Man schleift so lange mit dem Schleifstein, bis der Schleifzyklus wieder durchgängig ist. Also man sieht ja und man hört auch, wenn ich jetzt schleife, ist es ein durchgängiges Surren, bis der Stein wechselt und dann surrt es wieder zurück. Da war das Surren auch nur auf einer Seite. Das heißt, man schleift so lange einen kompletten Satz gerade wieder, damit er absolut wieder gleich ist. Das Ganze hat noch mal ungefähr 1,5 Stunden gedauert, das Schleifen an sich. Das waren letztendlich, ich glaube, knapp 500 Schleifzyklen. Wir haben auch parallel, weil ich mir das schon gedacht habe, dass das so viel ist, haben wir parallel auch einen neuen Schleifstein mitgebracht. Das heißt, wir hatten einmal 400 Zyklen hier noch drauf, haben den runtergeschliffen, neuen Schleifstein rauf und haben dann da noch mal 100 Zyklen ungefähr raufgeschliffen. Dann war es alles gerade. Da sind wir los und haben getestet. Ja, und dann, ich sag mal, mit Teile holen, mit vom Acker zum Hof, aufbauen, hat es ja 8 Stunden gedauert. Also wir haben abends dann noch einen Hänger voll gehäckselt und das war's dann. Ja, das war dann mein Geburtstag. Abends um 9 Uhr gab es dann ein Bier und dann sind wir schlafen gegangen. Und ja, gefühlt habe ich jedes Jahr so ein Pech zu meinem Geburtstag. Letztes Jahr ist ja hier der 8R vom Silo gerutscht. Ich hatte das auch tatsächlich aufgenommen, aber letztes Jahr sind auch ein paar Aufnahmen verschwunden. Verschwunden nicht, aber die sind halt nicht mehr da gewesen. Ihr wisst, ich hatte letztes Jahr so Probleme mit der GoPro, dass sie teilweise die Aufnahmen verschluckt hatte, beziehungsweise die Aufnahmen einfach nicht gespeichert wurden. Also im anderen Modell, jetzt filme ich ja mit einem anderen Modell, jetzt filme ich mit der GoPro 10 und mit der 9. Und mit der 8er war es halt so fehlerhaft. Und dann waren sie auch tonlos, wenn ihr euch mal teilweise erinnert. Ja, genau. Und das war das. Und ein Jahr, ja, da sagt ihr wahrscheinlich, ja, warum bleibst du nicht zu Hause? War ich ein Jahr. Und da war
noch irgendwas, glaube ich, an unserem Samson-Fass. Ich glaube, das war ein Platten mitten auf der Straße oder so. Da war ich abends um 11 Uhr zu Hause, bis wir das alles montiert hatten. Also an sich, mein Geburtstag darf anscheinend die ganze Firma nicht arbeiten. Am nächsten Tag hatten wir dann ein bisschen Pech beim 8R. Da ist dann ein Sticken gebrochen, beziehungsweise, ja, das ist ein Sticken gebrochen. Vorne an den Unterlenker, im Prinzip, wo der Zylinder vom Unterlenker befestigt ist. Das ist jetzt kein großes Ding, Komm ran oder was? aber bis man das Teil natürlich hat, dauert das auch einen kleinen Moment. In Position. Dann hatten wir natürlich Regen und Sturm. Wir hatten Sturmtief Ignaz hier. Das heißt, wir haben wirklich auch ein bisschen rummottern müssen. Also war jetzt nicht so das, was ihr manchmal bei YouTube seht, wo das Ganze auf Achsen durchgezogen wird. Es war halt ein bisschen schmierig und matschig. So, das hatten wir noch. Ja, und dann seit heute haben wir eigentlich einen Tag mal wieder, der sonnig war. Ansonsten haben wir uns hier wirklich ein bisschen durchgequält. Auch mit Transporter rausziehen und so. Was man natürlich sagen muss, hier bei so ein bisschen Bedingungen, wo es so ein bisschen grenzwertig wird, spielt der TerraTruck halt voll die Karten aus. Ne? Zum einen habe ich hier null Probleme, auf schmierigem Boden auch bergauf zu fahren. Zum anderen habe ich auch null Probleme, den ganzen Anhängerzug mit berghoch zu ziehen. Alles möglich, gar kein Problem. Muss man sagen, da bin ich begeistert und alle, die hier fahren, sind völlig begeistert von dem TerraTruck. Muss ich auch echt sagen. Im Gesamten, wenn wir jetzt hier fertig sind, haben wir ein bisschen über 600 Hektar gehäckselt. Irgendwas, glaube ich, bei 33.000 Tonnen. Also Mais, nur Mais. Ja, und ich muss sagen, das ist wirklich eine solide Maschine. Bin nach wie vor mega begeistert von CMOS Auto Performance. Das ist gigantisch, was dieses System kann. Wie einfach diesen Häcksler vollstopfen kann ohne Ende. Wir haben hier jeden Tag zwischen 600 und 750 Tonnen Trockenmasse gehäckselt, obwohl die Bedingungen echt schwierig waren. Und ich hatte nicht durchgängig Transport, weil ich dann auch mal wieder einen rausziehen musste und. Und dann ist bei den Transportern mal was kaputt gegangen. Das heißt, jeden Tag eine Leistung um die 2000 Tonnen, die wir hier jeden Tag gehäckselt haben. Gigantisch, einfach nur gigantisch. Mit einer 650 PS Maschine ist das eine Wahnsinnsleistung. Und das Ding fährt wirklich, ich beschreibe es nicht, wir haben die letzten Hektar noch nicht. Genau, wie sieht der weitere Werdegang gleich aus? Ja. Ja, wir werden ja hier gleich fertig. Und dann bereiten die Jäger hier so ein leckeres Grillen immer zu, wenn man fertig wird. Und wir fahren dann aber die Technik noch nach Hause. Und morgen ist Sonntag. Und wir würden ja gern auf den Sonntag noch ein bisschen frei haben. Ja, genau. Wir wollen heute Abend noch nach Hause. Ich will morgen gerne ein bisschen was mit Anton machen. Ich hatte ursprünglich ein kleines Geburtstagstreffen heute geplant mit ein paar Freunden. Haben wir nun alles abgesagt. Aber so ist das manchmal in der Landwirtschaft. Das lässt sich nie beeinflussen. Wenn es halt einen Tag länger geht, dann geht es halt auch einen Tag länger. Also ich glaube, wenn es gut normal gelaufen wäre, wären wir gestern Abend fertig geworden. Jetzt sind wir einen Tag später fertig geworden. Also 10 Stunden haben wir durchs Reparieren. Nein, brauchst du nicht. Haben wir insgesamt verloren. Das ist auch eine wahnsinnig gute Abschätzung. Ich habe heute Morgen gesagt, wir werden um 19:30 Uhr fertig. Jetzt ist es 18:18 Uhr. Um 18:30 Uhr habe ich gesagt, werden wir fertig. 6:30. Und jetzt ist es 18:18 Uhr. Ja, genau. Und ich will morgen mit Anton, wir wollen ins Kino fahren und vielleicht so einen Indoor-Spielplatz. Mal gucken. Mal gucken. Ja, das war die Maisernte, Leute. Also dieses Jahr war mega Bestände, muss man sagen. Also es gab nahezu keinen schlechten Mais. Selbst mein schlechtester Mais war trotzdem noch ein guter Mais. Ich habe letztendlich mit 16,5 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar Ertrag abgeschlossen. Muss aber auch dazu sagen, das ist im Prinzip die Gesamtfläche. Ich habe jetzt nicht den Blühstreifen rausgerechnet, also da sind noch 5 Hektar Blühstreifen drin. Sicherlich, wenn ich alles runterrechne mit Randstreifen und, komme ich sicherlich über 17 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar. Aber ist egal. Die Tonnen sind am Ende eh dieselben. Und genau mache ich es ja am Ende in der Ackerschlagkartei bzw. in der Düngebilanz, in der Schlagbilanz. Das wird nachher am Ende genau gemacht.
Also ich bin zufrieden. Die Maisernte war wirklich nach 3 schlechten Maisjahren wirklich mal wieder eine gute. Womit man auch wirklich Geld verdienen konnte, muss man sagen. Und das habe ich, glaube ich, auch gebraucht. Mal wieder eine gute Ernte. Weil wenn du 3 Jahre im Prinzip immer nur Schlechtes erntest, ja, macht der Job zwar irgendwie Spaß, aber irgendwie ist es dann jedes Mal beim Ernten dann eine harte Enttäuschung, wenn das Ganze dann real wird. Fahren nachher meine Jacke mit rausnehmen oder ich kann eine rausnehmen, ich nehme vorher die selber raus. Was für die Jacke? Muss ich in dieses Lecker oder was? In den Sitz habe ich die doch gestoppt. Transport! So, ja, jetzt bin ich direkt neben der Biogas. Also die fahren einmal kurz runter vom Acker, fahren eine Kurve und dann sind sie drauf. Also man sieht hier, wir sind direkt neben dem Silo. Aber da ist ein Zaun vor, also hat keine Zufahrt, deswegen müssen sie einmal um den Acker rumfahren. Nee, brauchst du nicht. Ja, ich denke mal, das war's. Wir fahren am Ende nach Hause und ich schmeiß euch noch mal ein kleines Highlight rein. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Genau. Also Leute, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich wollte das Ganze hier nicht abschließen, ohne zu vloggen. Ich hatte die Woche nicht so richtig Lust zu vloggen. Also, dass der Samstag da nicht da ist, das hat mich so ein bisschen getrübt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir so ein bisschen die Stimmung genommen. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe erstmal alles gevloggt. Klar gibt es zum Hexer noch viel mehr zu erzählen. Und ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch noch ein How to Drive auf. Ich nehme es euch auch noch auf, also dazu muss ich ja nicht zwingend Mais häckseln. Und wenn nicht, nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr. Let's Drives habe ich auch aufgenommen, aber wie gesagt, mehr habe ich diese Woche nicht gevloggt. Ich glaube, wir machen jetzt ein paar kleine Highlights aus der Maisernte. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann dreschen wir die Sonnenblumen. Steht schon alles auf dem Hof. Und ihr werdet überrascht sein. Bis dann. Ciao, ciao. But still I find myself calling in the middle of the night, and there is nothing I can do. I am madly drawn to you. I know you feel the same. You got my heartstrings tangled, tangled up. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more, but you don't want to admit it. We're perfectly opposite. You got my heartstrings tangled, tangled up. You got my heartstrings vibrating for you now. There's something more, but you don't want to admit. We're perfectly I try to fight you off, but it's so useless. You circle around me like